Also Ohrmuscheln brauchen wir, um Geräusche genau lokalisieren zu können. Ohne Ohrmuscheln ist es nicht wirklich möglich. Und die spielen vor allem da eine Rolle, wenn wir herausfinden wollen, ob jetzt ein Geräusch von oben oder von unten oder aus der gleichen Höhe kommt. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass das gar kein Problem ist für einen Vogel. Also wenn man sich überlegt, in was für einer dreidimensionalen Welt die wohnen, ist es für die genauso wichtig, jetzt herauszufinden, ob ein Geräusch von oben oder unten kommt oder ob es jetzt von links oder rechts kommt. Ich war eigentlich ganz erstaunt, als ich mit meinem Thema angefangen habe, dass so die Fachwelt davon ausgeht, dass das gar nicht möglich ist. Erstens habe ich herausgefunden, dass Vögel keine Ohrmuscheln brauchen, um die Höhe von der Geräuschquelle festzustellen. Und das liegt daran, dass die so eine ganz besondere Kopfform haben, die auf eine besondere Art und Weise Geräusche beugt. Und also einfach nur um das zu illustrieren, bin ich jetzt das ist jetzt mein Kopf, der Vogel, ich bin jetzt der Vogel. Und meine Hand ist eine Geräuschquelle, die um mich herum wandert. Ja. Und wenn ich jetzt mit dem linken Ohr etwas höre, was jetzt von links nach rechts um mich herum wandert, hört sich das für den Vogel ungefähr so an. La 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 la. Also es wird von links nach rechts wird es immer leiser, weil der Kopf zunehmend das Geräusch abschattet. Jetzt passiert aber durch diese besondere Kopfform was ganz Merkwürdiges erstmal, nämlich folgendes. La 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 la. Auf einmal auf der gegenüberliegenden Seite wird das Geräusch wieder lauter. Und das liegt daran, dass die Geräusche um den Kopf, um diesen besonders roten Kopf herumgebeugt werden. Unten rum und oben rum und vorne rum und hinten rum. Und auf der gegenüberliegenden Seite, auch beim linken Ohr, aufsummiert werden und lauter werden. Und das nennt man den Bright Spot. Wenn jetzt aber das Geräusch in der Höhe nach oben und unten wandert, hört es sich dann so an. La 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 la. Also es wird, wenn es oben ist oder unten, wird es wieder leiser, weil nicht mehr diese Beugungseffekte eintreten, sondern nur noch die Abschattungseffekte durch den Kopf. Und diesen Lautstärkegradienten, der vor allem an der Seite ist zum Vogel, ja, also fürs rechte Ohr auf der linken Seite, fürs linke Ohr auf der rechten Seite, den können die nutzen, um Geräusche zu lokalisieren. Das Gehör funktioniert wirklich am besten zur Seite vom Tier. Da, wo es diese Lautstärkegradienten gibt, das ist so zwischen 60 Grad hier oben und 60 Grad hier unten, hören die ziemlich gut zu beiden Seiten hin. Und der Vorteil dabei ist, dass sie, wenn man sich jetzt mal einen Vogel anguckt, haben die auch ihre Augen, im Gegensatz zu uns haben sie die Augen an den Seiten. Das heißt, die hören auch immer da, also die gucken immer sofort auch dahin, wo sie auch gut hinhören. Wenn man sich das jetzt vorstellt, man ist irgendwie in einem Wald, als Vogel sitzt man irgendwo in den Bäumen und dann hört man von irgendwo ein Rascheln. Das könnte zum Beispiel ein Wiesel sein, das sich nähert. Und das sieht man allerdings nicht, weil ein Haufen Äste und Blätter dazwischen sind. Dann orientiert man sich erstmal vom Gehör in die Richtung und dann hat man auch eine höhere Chance, dass man vielleicht mal ein Bewegen von einem Blatt oder sowas auch erkennt.